Is that you, apprentice? Excellent. You've arrived safely on Balmorra, I see. Now, I hope you're ready to work. I've got a good idea of where the ancient artifact is on Balmorra, but it's not pleasant. I don't have a weak stomach. Good. This is not a task for the easily unsettled. Tulak Horde hid his artifact in a vault on Balmorra, one that was later converted by the Balmorrans into a toxic waste storage facility. But the vault was hit badly in the last war. It's now a crater filled with toxic waste. Your artifact is at the bottom. Oh dear. What am I into this time? You've done the impossible before. You'll do it again. But try making contact with the Imperial Resources Officer here on Balmorra, Major Bessica. Bessica knows the planet, and he may even have a few good ideas. You want me to work with an Imperial? Those who succeed without the Force make up for what they lack with a certain resourcefulness. Don't write Bessica off. The Empire has its hands full coping with a violent Balmorran uprising. Officially, they're a grassroots militia. Secretly, they have the Republic's full backing. I've informed Major Bessica of the Republic's involvement, so he'll be better equipped to assist you. No doubt the Republic's hounds will get in your way. Republic or Resistance, it makes no difference to me. The Republic may claim to be virtuous, but they have a well-oiled military machine. These are not farmers waving sticks. But the war is secondary to the artifact. Retrieve the artifact and try to be discreet. We don't want the entire Sith Order chasing our prize. Und damit herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic und auf Balmorra. Ich bin jetzt schon mal dahin geflogen, aber ich wollte natürlich nicht landen, auch wenn das einmal Ladezeit ist, damit ihr halt die Cutscene sehen könnt. Wollte ich euch ja nicht vorenthalten. Und dann landen wir jetzt das erste Mal auf Balmorra und machen erstmal mit der Hauptstory weiter. Balmorra ist halt jetzt auch wieder ein komplett anderer Planet. Man sieht es hier, leichte Grassteppe. Das Bild ist natürlich ein wenig überepisch mit dem Sonnenaufgang oder Untergang im Hintergrund. Aber es zeigt gut, was einen hier erwartet. Man hat so ein bisschen See, man hat überall diese Ruinen von Flugzeugen, in denen wir uns oder Häusern, die wir uns rumtreiben werden auch. Es gibt halt die Rebellen. Also es gibt sozusagen eine Art Aufstand gegen die Imperialen. Und das, was die Republikaner natürlich machen, ist, das natürlich zu unterstützen. Was sollten sie auch sonst tun? Und Balmorra ist einer von 2 Planeten, die sich unterscheiden, wenn du Sith oder also Imperial oder Republikaner spielst. Denn wir starten jetzt mit dem Level auf Balmorra und gehen dann mit Level 40 ungefähr nach Taris. Und bei den Republikanern ist es genau andersrum. Sie gehen mit Level 20 ungefähr nach Taris und mit Level 40 nach Balmorra erst.
Speak to Major Besker. Die erstmal ausschalten. Ups, da die falsch ausgeschaltet. Plans. Und das ist der Story Arc. Also die Planetengeschichte für Balmorra. Welcome to Balmorra. I hope you like bombed to pieces mud holes. Captain, don't suppose you're aware of the situation here on Balmorra? Und das scheint ja eine Komiker zu sein. I'm sure you'll fill me in. The Empire invaded Balmorra. Resistance Ich hätte dann fighters think jetzt they am can liebsten drive die the Empire Bürgeroption off gehabt. Balmorra. We're here to prove them wrong. How hard can it be to put down? It's not just a few resistance. They're well organized and well armed, but they can be broken. The Balmorran government in exile, backed by Minister of Defense. The Minister is safely off planet. Why doesn't Imperial... Yeah, I get your thinking. Cut off the head and kill the body. Except if we took out Arjun, it'd be big. But that's why we need to take everything out. I suppose I can give it a look. My second-in-command, Lieutenant Davril, is in Sobrick, waiting to brief you on the operation's first mission, if you decide you're in. Oh, mal gucken, was hier so ein bisschen abgeht. Es ruckelt ein wenig. Oh je. Wo fliege ich überhaupt hin? Moment. Alyon Dandans Paten say Lapto Iswis to Dada Lotais Wahaisen. Oh je, ich hoffe, bei euch sieht es jetzt nicht so schlimm aus. Ich habe teilweise was zwischen 1 und 8 FPS, so Frames pro Sekunde. There's something of great value in one of the hazard vaults. The one that was blown open. I heard you could help. Ah, who's this? Sith? And an alien at that. It's a real pleasure. I have a son on Korriban, you know. It's a tough war you're walking into. We're fixing blasters with adhesive tape. But we'll help you any way we can. Now, let's see. A blown open vault. Captain, do we still have those pumps? Sir, if this is the vault I think it is, it won't be that easy. The fumes alone have put men in the medical center. I need to get to the bottom of that pit. We need some way to make this pit less deadly. Tell me, Captain, is there nothing that can survive the toxic waste? Well, nothing grows there, sir. But there are the colicoids. Colicoids? What do those bugs want with toxic waste? Food, sir. Our surveillance satellites have recorded them feeding on the toxic waste. We suspect they've been designed to eat it. So, how do I become a colicoid? Sir? No, Captain. She's right. To get to the bottom of that pit, she'll need to become like the colicoids. There must be a way for you to take on the colicoids' resistance, so you can enter the vault. Captain, where were these creatures created? Well, I can't say for sure, but there's a research lab not far from here that was overrun with colicoids as soon as the Balmorrans abandoned it. Ich hatte eher The mit colicoids are Sam vicious gedacht creatures. und auf Just one den of them tore apart a whole squad. Reiten, ihn das fressen lassen. I can't afford to make excuses. I need the information in that lab. I'm sorry, Sith.
We don't have the numbers to deal with these things. But if you can get into that lab, we'll get you into that toxic pit. Sir, even if we find out what causes this resistance, we don't have the... We'll worry about that later. Right now, our Sith friend has to get into that lab and find out what the Balmorrans did to those creatures. Das geht ja im Moment gar nicht. Ich werde mal die Grafik runterstellen. Ich hoffe, dann geht es ein bisschen besser. Ich habe jetzt nicht merklich mehr Frames. Vielleicht, wenn es einmal aufgebaut hat. My lord, word of your talent. You're well aware of the situation. The government in exile. Das hier werde ich mal so ein bisschen... Yes, I get it. We're going to... The old government's sending phase 1 of Operation Breaking Point. I suppose I have the time. You find the time. You rain death. The generators are in the knee... Da könnte man, das wären 2 Etagen, man könnte da hochklettern. Laufe ich halt außen rum. Displaying all authorized destinations. Gehe ich erstmal dahin mal gucken. Ich werde mich jetzt in nächster Zeit wahrscheinlich erstmal an den beiden Quests entlanghangeln. Und ich weiß nicht, ob ich viele Nebenquests mache. Das kostet Zeit. Ich bin jetzt schon 23. Ist jetzt nicht so viel drüber. Ja, ich bin jetzt fast 24. Und wir wollen ja auch in nächster Zeit irgendwann mal wirklich weiterkommen. Und vielleicht nicht wieder so viele Folgen für einen Planeten verbrauchen. Das ist beides da. Hätte ich nicht vielleicht doch besser da runterfahren sollen? At your service, my lord. Travel route is confirmed. Egal. Versuche ich jetzt so dahin zu kommen.
eigentlich nur das da oben wegmachen. Ich weiß nicht, inwiefern man das sieht, aber sonst hättet ihr eventuell Bild in Bild gehabt. Oder habt es für kurze Zeit. Ja, wo muss ich denn jetzt hier lang? Das ist die falsche Richtung, hä? Bin gerade ein wenig verwirrt. 744. Oh Gott, ich hätte echt das andere Taxi nehmen sollen. Dann fliege ich jetzt zur Treuderfabrik. Ich mache eh ein bisschen länger. Wir hatten viele Ladebildschirme heute. At your service, my lord. Oh, das darf nicht wahr sein, oder? Um dahin zu fliegen, muss ich jetzt einmal durch die Stadt wieder zurück und wieder in die Richtung. So, hoffentlich war das die richtige Entscheidung. Das sieht wesentlich besser aus. Komisch, dass mir das da oben überhaupt angezeigt wurde, dass ich da hinfliegen sollte, weil beide Ziele sind näher, wenn man nach da unten hinfliegt. Level 24. Reduces the pushback suffering while activating chain lightning, lightning strike, crushing darkness, thundering blast, and lightning bolt by 75%. Additionally, you have a 25% chance when you taking direct damage to gain subversion, which causes your next lightning strike or lightning bolt to activate instantly. This effect cannot occur more once every 8 seconds. And last up to 15 seconds. Okay. Ganz kurz erklärt. Auf alle Zauber mit Zauberzeit. Also wenn ich die zaubere und währenddessen geschlagen werde, dann verringert sich die Zeit, oder besser gesagt erhöht sich die Zeit, bis diese dann wirklich gezaubert werden. Das heißt, pro Schlag ist das, glaube ich, zum Beispiel 0,1 Sekunde, die ich dann länger brauche. Und wenn ich halt öfters geschlagen wird, was ja auch öfters passiert, oder halt Schüsse zählen natürlich auch dazu, dann verzögert sich das um wesentlich mehr als nur 0,1 Sekunde. So, es kann dann nämlich zum Beispiel auch sein, dass dann eine komplette Sekunde länger dauert. Und die Fähigkeit, die ich gerade bekommen habe, die verringert diesen Rückstoß, also dass ich in der Zauberzeit länger brauche, um 75%. Also um 3/4. Das heißt, wenn ich um 1 Sekunde zurückgeworfen werden würde, wären es nur noch 0,2 Sekunden Rückwurf. Effektiv. Und andererseits hat es noch den Effekt, dass wenn ich geschlagen werde oder halt von anderen Sachen getroffen werde,
Subversion bekomme. Subversion gibt mir einmal die Möglichkeit, hier diesen Lightning Strike gratis instant zu wirken, also ohne Zauberzeit. Das kann nur alle 8 Sekunden passieren und hält 15 Sekunden lang an, wenn das einmal ausgelöst ist. Solange kann ich das dann halt einsetzen. Der Instant ist halt im Solospiel ganz nett. In der Instanz kommt es mal eher nicht vor. Der Pushback jedoch, der wird auch ausgelöst von zum Beispiel AE-Fähigkeiten oder Dots, die auf dir platziert werden, also Schadens über Zeit zaubern. Und das kann auch in Instanz- und Raid-Content vorkommen. Und diese Zauberzeit-Sache ist wesentlich wichtiger. Es ist sozusagen der größere Anteil. Der Instant Lightning Bolt passiert auch in Instanzen immer mal wieder, auch durch halt AEs und Dots. Ist aber eher ein nettes Zusatzding, aber nicht das Hauptding. Beides fällt halt in die Kategorie Schnelligkeit. Beides sorgt dafür, dass ich mehr Zauber raushauen kann. Das eine halt dadurch, dass ich nicht mehr länger brauche für die Zauber. Und das andere, dass ich zwischendurch immer mal wieder vielleicht, wenn ich Glück habe, einen Instant raushauen kann. Der hat mich umgeworfen. Das ist nervig. Kurz mal buffen und regenerieren. Wo ich denn meine Reckfähigkeit? Ach da, das ist ja die. Das andere waren ja meine Heilzauber. Jetzt bin ich schon voll. Wenn ich jetzt einen Shuttle nehme, um mich wieder nach Sobrik da. Ich werde mal mich nach da teleportieren. Das ist, achso, das ist eine Quest von dem Waitoshi. Waitosh.
Und hier ist ein Lehrer. Ich kann noch neue Sachen lernen. Das habe ich gar nicht gesehen. Achso, okay. Das ist als Heiler ganz wichtig. Damit kann ich negative Effekte von mir und anderen Zielen runternehmen. Später kann ich damit auch noch andere Effekte. Also jetzt hat's... Im Moment macht es, dass ich mentale oder Force-Effekte, also Machteffekte runternehmen kann. Als Heiler wird sich das dann halt nochmal ändern, dann kann ich noch eine Art von Effekt runternehmen. Ich weiß jetzt nicht genau, welches das ist. Tech oder Physik gibt's noch. It's not wise to keep a Sith waiting. Don't worry about the Colonel. He's loud and impatient, but we all are these days. Now, did you manage to find anything out of the lab? Let's just say I wouldn't want to live there. Have a look at this, Captain. I can't make head or... This confirms our suspicions. Well, that's it. That's our solution, right? We just... Sir, our chief scientist defected to the Republic a few months back. I guess we need to undefect him. Undefect indeed. The scientist's name is Yanis T. All right, Sith. It looks like you have your next. If you find this scientist, use him. Is there a reason you can't do this? Those bases are heavily guarded. I don't have enough men for a full strike force. And that's what it'd take for non-Sith. Oh, and Sith, hurry back. I just got word that my son passed his trials on Korriban and is on his way to... I don't want you to miss him. Die sind mir jetzt noch alle zu wenig obedient, also die beten mich zu wenig an. Die sind mir zu wenig unterwürfig. Ich weiß, dass es halt... Ich spiele halt auch inzwischen einen etwas weiteren Charakter, meinen Hauptcharakter. Und im Moment bin ich ja nur noch ein Schüler mit dem Charakter hier. Später sind die halt alle sehr viel unterwürfiger. Und ich würde die aber gerade am liebsten alle würgen oder blitzen. Must have been imagining things, but I could... Thank you, my lord. I should think blowing... There are stubborn... Used to be, we kept the resist... We need to punish... So, ich werde jetzt schon mal zum nächsten Punkt fliegen. Hier jetzt die Folge beenden. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Aber nicht semi-live, nämlich aufgenommen. Ich werde nämlich jetzt im Anschluss direkt die nächste Folge für euch aufnehmen. Bis dann. Bye.